Gesundes Heizen im Holzhaus, ist sowas überhaupt möglich? Dem gehen wir heute nach. Herzlich willkommen im neuen Video. Heute sind wir aus Dresden in Deutschland mit dem Lutz Heine. Du hast da ein wunderschönes Haus aus Massivholz gebaut. Du hast Celsius verwendet und jetzt, was du da gemacht hast, erzählst du bitte selber. Ja, hallo. Wir haben für einen guten Kunden von uns ein Haus geplant. Das ist ein Bestandsgebäude gewesen aus dem 17. Jahrhundert. Das Obergeschoss musste leider abgetragen werden und wir haben hier ein komplett neues Holzhaus aufgestellt. Einer schönen Holzskelettarchitektur mit viel Glas und auch einer sehr, sehr hohen Raumhöhe. Und dafür war eben auch die entsprechende die Heizung notwendig. Ne? Genau. Und deswegen ist eben auch das Celsius in Frage gekommen. Ne? Und das war ja für dich auch die Frage, kann Celsius das überhaupt schaffen? Für dich war das ja natürlich auch, du hast einen guten Ruf, du willst den Ruf noch nicht verlieren, das verstehe ich vollkommen und das ist auch logisch, dass du dann gesagt hast, machen wir was und ich will das sehen, dass das funktioniert. Und das ist zum Beispiel jetzt das Wi-Fi-System, was wir da verwendet haben, also alles in die App eingelernt, wir haben auch die gesamten Datenverbrauch, also bleibt's dran. Wir sagen euch zum Schluss, was dieses Haus diesen Winter Strom verbraucht hat. Wir waren alle angenehm überrascht und natürlich die Wärme, also du hast das gerade selber in den Messungen gesehen. Ja. Wir sagen euch das auch, also unbedingt dranbleiben. Aber wir machen es jetzt diesmal sehr spannend, weil wir wollen euch einmal sagen, was da überhaupt gemacht worden ist. Und sag einmal bitte generell den Wandaufbau. Was ist das für ein Haus? Es ist ein Massivholzhaus mit einer Außenwanddämmung, Holzfaser. Okay. Und innen ist eine Gipsbauplatte verwendet worden, glatt gespachtelt. Und ansonsten die Holzskelettfassade mit Dreischeibenverglasung. Okay. Und natürlich für den Hitzeschutz, darf man nicht vergessen, Raffstoranlagen zur Beschattung. Alles klar. Genau, mit dem man aber auch wunderbar in den Übergangsmonaten oder Winter. Ja. Und warum hast du jetzt gesagt, du willst jetzt dann zukünftig deine Häuser mit Celsius bauen? Warum ist das für dich der Vorteil? Genau, ich persönlich, warum ich das spielen kann und die wunderbare Sonnenwärme natürlich auch nutzen kann. Ne? Genau, wunderbare Sonnenwärme, das ist jetzt genau das Stichwort. Ist für dich Celsius eine natürliche Wärme, ja oder nein? Begeistert, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, aber wie das immer so ist, es ist ja ein neues Produkt, man kennt es nicht und muss es natürlich mal auf sich selbst ausprobieren. Und da hat sich der Peter bereit erklärt und hat gesagt, er war selber davon sofort überzeugt, als ich ihm das erklärt habe. Und haben wir eben halt die Paneele hier installiert, ja, und haben eben jetzt diese tollen Werte, die nachher noch erklärt werden. So ist es. Das bleibt spannend. Ja, genau. Das heißt aber, du kennst dich ja mit Energieausweis aus, du kennst natürlich auch die Problematik, wo es heute oft gerechnet wird, die Lufterwärmung zu der Gebäudehülle. Wir haben ja auch schon viel diskutiert, du bist ja einer, der was ja versucht, die Atmungsaktivität, die Materialien so zu verwenden, dass man zum Beispiel, du hast ja auch keine Dampfbremsen da drin erwähnt, oder? Genau, also wir versuchen all die Sachen, sage ich mal, auf natürliche Art und Weise zu lösen und versuchen sozusagen diese Folien sozusagen wegzulassen. Außerdem können wir mit unseren wunderschönen CLT, also Brettsperrholzwänden, die überfurniert sind, haben wir also rissfreie Flächen und können unterschiedlichste Furniere anbieten, ob nur astisch oder weniger astisch. Okay. Und damit kann man eben wunderschön gestalten. Ja. Und die braucht man dann sozusagen gar nicht beplanken, weil das einfach der ganzen Sache den Charme gibt, ne? Und trägt natürlich gleich zum wunderbaren Raumklima bei. Was ja natürlich jetzt auch da in dem Bereich mir sehr persönlich auffällt, was hast du jetzt für eine Raumhöhe da jetzt? Wir sagen es jetzt auch im Video daneben, also dass man ein bisschen einen Eindruck kriegt, was das für Dimensionen hat. Ja. Also wir stehen jetzt hier und ich sage mal, das ganze Haus ist hier von hier so, ich sage circa, würde ich denken, 6 Meter sind das schon Raumhöhe, ne? Würde ich denken. Natürlich 6 bis 7 Meter hätte ich jetzt halt schon. Genau. Aber da ist natürlich jetzt genau dieser Kamineffekt, was du bei jeder konventionellen Heizung hättest. Ja. Und jetzt frage ich dich, und jetzt wir sagen es auch noch, hast du irgendwo einen Unterschied in den Luftschichten gemerkt? Ist das für dich jetzt mit Celsius anders zu einer, weil du hast ja Zentralheizungen ja genauso verbaut, bis hin zur Wärmepumpe, du kennst ja die Unterschiede.
Wo ist der Unterschied jetzt? Wir haben das auch festgestellt und jeder Heizungsbauer, kann man fragen, weiß das, in Häusern mit hohen Galerien, die lassen sich immer grundsätzlich ganz, ganz schwer beheizen, weil die warme Luft nach oben steigt und eben diese Kaminwirkung entsteht. Das hat man bei Celsius überhaupt nicht, ne? Sondern man hat diese angenehme Wärme und diese Lufttemperatur ist in allen Schichten nahezu gleich, ne? Was wir auch zeigen können, sage ich mal, mit den Messungen. Ne? Und das hat mich eben auch begeistert, weil das hat ja auch was mit Wohnraum und also mit Wohnraumqualität zu tun, sage ich jetzt mal, dass so man nicht sagt, ganz oben ist es urig heiß und unten ist es gerade mal warm. Genau. Ne? Und unsere Häuser sind eben sehr, sehr häufig sehr offen geplant, ne? Hell mit viel Verglasung und da kommt uns das natürlich entgegen. Ne? Perfekt. Genau. Das heißt aber für die, wir haben ja jetzt die Schuhe ausgezogen, ist der Boden warm? Weil diese Frage stellt sich ja oft. Bitte beantwortest du einmal. Ja, der Fußboden, sage ich jetzt mal, hat die gleiche Temperatur, die auch die Wand hat oder die Decke. Kein Unterschied? Ja, nein. Und der Tisch hat die gleiche Temperatur. Wie geht das? Der Tisch hat die gleiche. Das ist wohl das Geheimnis von Celsius mit der Technologie. Genau, richtig. Das heißt, diese Platten haben ja einen sogenannten Streukegel nach 135 Grad auf 12 Meter Tiefe, weil man sagt jetzt auch noch mal was, wenn wir jetzt da mal schwenken, die Kamera, sieht man ja jetzt auch noch mal ganz deutlich, lieber Lutz, das ist ja ein Raum, der was ja sehr, sehr groß ist. Da sieht man zum Beispiel Typ 5 Platten, aber diese Typ 4 Platten, wo wir jetzt da daneben gestanden sind, ist ja genau ausgerichtet auf die Fensterscheibe. Ja. Und warum funktioniert das? Na, ich denke, also durch die Rückreflexion, diese ganze Basis oder das System ist ja eine Reflexion, Rückreflexion und dadurch erkennt das Panel sozusagen, was gemacht werden muss, ne, und kriegt diese Informationen sozusagen von den Wandoberflächentemperaturen und so weiter zurück und errechnet daraus immer wieder neu die Werte. Genau, aber das würde auch ohne Reichweite niemals funktionieren, weil die Frage stellt sich auf, haben diese Paneele Reichweite oder nicht? Du kennst sie jetzt aus der Praxis. Genau, wir haben das festgestellt, sage ich jetzt mal, dass wir hier grundsätzlich eine starke Reichweite haben, weil wir ganz einfach mit dem normalen Panel, ich habe die Erfahrung machen dürfen mit normalen Infrarotheizungspanelen, dass eben diese Reichweite nicht vorhanden ist, ne, sondern nur auf kurzer Strecke sehr, sehr warm und dann ist weg. Also es ist wie wenn man vor dem Ofen steht. Vor dem Ofen ist es angenehm warm. Das ist das gute Beispiel. Genau, dazu. So, und das haben wir hier eben nicht. Und mich begeistert eben diese ganze Gleichmäßigkeit. Die Gleichmäßigkeit, ja. Genau so ist das. Ne? Aber jetzt würde ich sagen, wir schauen uns das Haus einmal im Detail an und du erklärst was. Da hast du dieses tolle Panel direkt über der Couch, da drüben ist das nächste. Und den Nebenbereich, wenn ihr vielleicht einmal folgen würdet, haben wir ja da Platten, das ist Typ 4 und da haben wir wieder Typ 5. Aber, jetzt kommt das Aber, da ist die enorm hohe Raumhöhe. Und wenn wir jetzt da mal nach oben schauen, seht ihr jetzt genau das, was ja das Problem ist, wenn du jetzt Luft erwärmst. Und das gibt es da nicht, oder? Genau. Und wie wir gemessen haben, haben wir eben gesehen, dass die gleichen Temperaturen. Ja, genau. Und jetzt komme ich einmal mit dem Messgerät. Du machst das Stichwort. Ja. Ich werde jetzt einmal das Messgerät bewusst in die Kamera halten. Du musst jetzt einmal kurz einmal da drauf klicken, dass wir da das schön scharf haben. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben da 22,2 Grad. Wir haben oben am Panel 21,9. Der Tisch hat 21,8. Der Boden hat 21,7. Das Möbel, also der Sessel 21,1. Die Decke 22,3 und jetzt schauen wir mal ganz rauf da, 22,1. Das heißt, wir haben eine Erwärmung und das, meine Herrschaft, meine Zuschauer, von 0,3 Grad. Das ist technisch nicht möglich. Das geht aber nur durch unsere enorme Reichweite von 12 Meter. Damit seht ihr jetzt eine gleichmäßige Reflexion. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, natürlich. Also mich halt begeistert das und es bestätigt eigentlich, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall zu 100% das, was du gesagt hast. Danke. Und aber jetzt will ich aber sagen, wir gehen einmal jetzt darauf, kommt jetzt einmal mit. Lieber Lutz, wir haben ja da jetzt diesen enormen Vorraum.
ist ja natürlich jetzt da das nächste Panel. Ja. Aber jetzt schauen wir uns einmal da, aber bewusst diese knappen 22 Grad. Das heißt, wir haben jetzt da 0,4 Grad, also 0,3. Und jetzt schauen wir auf die Decke, 0,2. Und jetzt schauen wir auf den Boden, weil das ist ja jetzt für viele Menschen immer wieder diese quasi perfekte Frage. Auch 0,3. Gleichmäßige Perfektion in der Erwärmung. Ja. Aber jetzt gehen wir mal nach oben, oder? Denke ich schon, ja. Ja, dann gehen wir nach vorne, dass man mal ein Gefühl kriegt, wie groß der offene Bereich ist. Da ist übrigens ein Typ 1 Panel, gell? Und ich schaue jetzt einmal für unsere Herrschaften da auf die Messung auf, weil das ist ja immer das Gleiche. Alle wollen wissen, ist das überhaupt möglich? 21,7, das haben wir schon gehabt, gell? Ja. Wow. Und jetzt seht ihr einmal alle, wie hoch ist der Raum und wie toll ist der Bereich, wo man da auch nach unten schaut. Tolle Architektur, Gratulation. Danke. Und das heißt der Designerhaus, und ihr wisst jetzt wahrscheinlich alle, warum das Designerhaus heißt. Es ist einfach Design, was du da baust. Dankeschön. Schön. Aber weil du jetzt gerade da beim Filmen bist, wir schauen jetzt wieder auf die 21,9. Also das ist natürlich jetzt eine fantastische Geschichte. Wir haben da oben 21,7. 21,7, lieber Lutz, ist die gleiche Temperatur wie am Boden. Wie kann es aber sein? Ist das natürlich? Kennst du das jetzt von anderen Heizungen auch? Nein, das ist absolut unnatürlich und ist wirklich nur durch Celsius möglich. Bitte schwenken wir jetzt da in den Bereich dieser enormen Glasfassade. Das ist ja da vorne offen. Ja. Das ist ja extrem schwer zu heizen sonst, oder? Ja, zumindest um so eine gleichmäßige Wärme hinzubekommen. Ne? Genau. Dann ist das, und vor allem hier ist ja auch die Herausforderung, dass man diesen offenen Bereich hat und diese Abstrahlflächen sozusagen, hier würde ja sonst die Flächenheizung fehlen, da hätten wir sie ja nur in der Galerie. Ja. Genau, und wir haben hier wirklich im Verhältnis, sage ich mal, zur Wandfläche sehr, sehr viel Glasfläche in diesem Haus. Und man sieht jetzt auch da zum Beispiel jetzt auch, der Boden hat diese Temperatur da heroben. Und wenn wir jetzt sagen, das ist der Teppich, da ist der Holzboden. Also 0,2 Grad ist, glaube ich, okay, oder? Denke ich schon. Aber jetzt, wir sind unsere Zuschauer noch eine Frage schuldig. Wir haben ja jetzt nicht nur die Messungen gemacht, es geht ja auch um die Verbräuche. Ich werde die paar Verbräuche jetzt neben uns zwar einblenden, dann seht ihr, dass dieses Haus, und jetzt kommt der Überhammer, keine 2400 Kilowattstunden Strom verbraucht hat. Richtig. Das heißt, um die 800 Euro haben wir heute nachgerechnet. Ja. Jahresheizkosten, wartungs- und verschleißfrei. Ist das für die als Fachmann selbstverständlich oder nein? Also es ist an und für sich unschlagbar. Ne? Weil was wir für Erfahrungen gemacht haben mit Wärmepumpen, ist auf jeden Fall der Verbrauch auf jeden Fall höher. Das ist natürlich also ganz interessant, aber was man nicht vergessen darf, wartungsfrei, verschleißfrei und natürlich auch immer am neuesten Stand durch die Wi-Fi-Technologie. Das heißt immer die neueste Software, nie mehr eine alte Heizung. Und ich glaube, mit diesem Schlusswort werden wir dieses wunderbare Haus beenden. Vielen Dank, Lutz. Dankeschön nochmal. Auf weitere langjährige Zusammenarbeit. Und ihr könnt euch verlassen, das ist nicht das letzte Video, was wir da mit Lutz gemacht haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Schaut auf www.infrahothimmel.at und tut uns liken und abonnieren. Viert euch. Ciao.